Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Streuseltaler mit Pudding. Dafür bereiten wir zunächst einen Vanillepudding vor, ein Päckchen Puddingpulver, 50 Gramm Zucker und 500 Milliliter kalte Milch in einen kleinen Topf geben. Alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich Zucker und Puddingpulver in der Milch aufgelöst haben. Dann den Herd anstellen, alles unter ständigem Rühren erhitzen und so lange weiter rühren, bis der Pudding andickt. Dabei darauf achten, dass nichts am Topfboden anbrennen kann. Den Vanillepudding kurz aufkochen lassen und anschließend vom Herd ziehen, in eine geeignete Schüssel umfüllen, die Oberfläche mit etwas Frischhaltefolie abdecken und den Vanillepudding jetzt zur Seite stellen und komplett abkühlen lassen. Weiter geht's mit dem Hefeteig. Dafür einen Viertelwürfel frische Hefe in eine Rührschüssel bröseln, 200 Milliliter lauwarme Milch dazu gießen, außerdem eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm weißen Zucker, 75 Gramm weiche Butter und 400 Gramm Weizenmehl Typ 405 dazugeben. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Teig danach mit einem Messer in 8 ungefähr gleich große Stücke schneiden, alle Teigstücke zu kleinen Kugeln formen, dafür einfach mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen rund wirken. Und wenn das erledigt ist, brauchen wir ein Nudelholz, alle Teigkugeln nacheinander auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, zunächst im Mehl wenden, ein wenig flach drücken und dann mit dem Nudelholz zu dünnen Fladen ausrollen, alle Teigfladen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und danach mit einem Küchentuch abdecken und für ca. 45 bis 60 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns noch um die Streusel, dafür 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker und 100 Gramm kalte Butter in kleine Stücke geschnitten in eine Rührschüssel geben und anschließend für ein paar Minuten zusammenkneten, bis daraus ein krümeliger Streuselteig entstanden ist. Die fertigen Streusel bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen und sobald die Teigfladen ein wenig aufgegangen sind, können wir weitermachen. Dafür als erstes einen gehäuften Esslöffel Vanillepudding auf die Fladen geben, gleichmäßig dick darauf verstreichen. Den Pudding habe ich vorher kurz einmal mit dem Mixer glatt gerührt, dann die Streusel auf den Puddingtalern verteilen und so geht das Ganze dann für ca. 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für 2 Bleche gleichzeitig oder 180 Grad Ober- und Unterhitze für 2 Bleche nacheinander. Die fertigen Streuseltaler anschließend aus dem Ofen holen. So sehen sie dann nach dem Backen aus. Jetzt kurz abkühlen lassen. Und dann wünsche ich euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.